Ein Narzisst betritt einen Raum und braucht keine 3 Sekunden. Er scannt ihn nicht nach der schönsten Frau, er scannt nach der einfachsten. Und einfach heißt für ihn nicht schwach. Das ist der Denkfehler, den fast jeder macht, wenn er an diese Männer denkt. Er sucht keine zerbrochene Frau. Zerbrochene Frauen sind unberechenbar, laut, anstrengend. Zu viel Risiko. Er sucht eine Frau, die ihre eigene Form noch nicht kennt. Eine, in die er seine Version von ihr hineingießen kann, bis sie glaubt, das sei sie schon immer gewesen. Aber es gibt einen bestimmten Schlag Frau, bei dem dieser Plan sofort ins Leere läuft. Bei ihr dreht er sich um und geht. Nicht aus Respekt, aus Angst. 5 davon nehmen wir uns jetzt vor. Und die letzte ist die, vor der er am schnellsten wegläuft, obwohl sie von außen am harmlosesten wirkt. Bevor wir zu den Frauen kommen, musst du eine einzige Sache über ihn begreifen. Alles andere ergibt sich daraus fast von selbst. Ein Narzisst wirkt nach außen wie jemand, der über allem thront. Innen ist er das genaue Gegenteil. Sein Selbstbild steht nicht auf eigenen Beinen. Es braucht ununterbrochen jemanden, der es hält. Und dieser jemand sollst du sein. Jedes Mal, wenn du dich rechtfertigst, weinst, erklärst oder wütend zurückschießt, bekommt er sein Signal. Und das Signal heißt, ich habe Zugriff auf sie. Stell dir jemanden vor, der mitten in einem leeren Feld ein Feuerwerk zündet. Kein Mensch schaut hin. Dann ist das ganze Spektakel nur Lärm und Rauch im Dunkeln. Genau das ist er in dem Moment, in dem du aufhörst hinzusehen. Die Bindungsforschung hat einen Namen für das, was ihn so klebrig macht. Unberechenbare Belohnung. Mal Wärme, mal Eiseskälte, nie vorhersehbar, wann was kommt. Und das Gehirn hängt an genau diesem Muster fester als an jeder verlässlichen Zuneigung. Es ist wie Lottospielen, bei dem fast jede Woche nichts kommt, aber diese eine Woche könnte alles ändern. Dieses manchmal macht süchtig. Genau deshalb fühlt sich die Bindung an ihn so echt an, obwohl sie es nicht ist. Du verwechselst die Aufregung mit Tiefe. Dabei ist es nur dein Nervensystem, das an der Ungewissheit klebt. Und er weiß das. Vielleicht nicht in Worten, aber er spürt genau, wann er warm werden muss, damit du bleibst, und wann er kühl wird, damit du kämpfst. Und jetzt dein erster kleiner Griff für heute. Beobachte in deinem nächsten Gespräch nur einen einzigen Moment. Den Moment, in dem du innerlich ins Rechtfertigen kippst. Du musst noch gar nichts ändern. Nur bemerken, an welcher Stelle du ihm den Schlüssel in die Hand drückst. Denn wer diesen Moment einmal klar sieht, kann ihn irgendwann für sich behalten. Und genau da beginnt für ihn das Problem. Damit sind wir bei der ersten Frau, die ihn nervös macht. Die Frau, die nicht anspringt. Er stichelt. Ein spitzer Satz über ihre Freundinnen, ein kühler Blick, eine Andeutung, die sitzen soll und wehtun will. Und sie? Sie sieht ihn an, als hätte er gerade über das Wetter geredet. Freundlich, ruhig, völlig unbeeindruckt. Kein Streit, kein Diskutieren, keine Träne, kein Türenknallen. Für einen normalen Menschen ist das einfach nur Gelassenheit. Für ihn ist es eine verschlossene Tür ohne Klinke auf seiner Seite. Er hat eine Provokation abgeschickt und wartet auf die Rückmeldung. Auf irgendein Zeichen, dass es in ihr arbeitet, dass er sie erreicht hat. Wenn nichts zurückkommt, steht er da mit einer Waffe, die keine Munition hat. Und das kannst du ab heute üben. Beim nächsten Stich atmest du einmal, bevor auch nur ein Wort kommt. Ein einziger Atemzug. Dann ein flacher, kurzer Satz. Ein schlichtes. Okay. Mehr nicht. Dieses eine Okay klingt nach nichts. In Wahrheit nimmst du ihm damit das Futter vom Teller. Kein Drama, kein Nachschub. Aber Ruhe allein reicht nicht, wenn du sein Spiel nicht durchschaust. Und genau da kommt die nächste ins Spiel. Die zweite Frau ist die, die das Drehbuch schon gelesen hat. Sie kennt das Muster, weil sie einmal selbst mittendrin saß. Sie weiß, wie sich dieser Nebel anfühlt, in dem du plötzlich an deiner eigenen Erinnerung zweifelst, in dem du dich fragst, ob du vielleicht wirklich zu empfindlich bist. Sie kennt den Satz, so habe ich das nie gesagt, obwohl er es genau so gesagt hat, Wort für Wort.
Manipulation lebt davon, unsichtbar zu bleiben. In der Sekunde, in der du sie beim Namen nennen kannst, verliert sie den Großteil ihrer Kraft. Es ist wie bei einem Kartentrick, den du längst durchschaut hast. Die Hände sind noch genauso schnell, aber der Zauber ist verpufft. Er macht seinen ersten vertrauten Zug und in ihren Augen sieht er etwas, das ihn kalt erwischt. Wiedererkennen. Ein leises: Ach, das kenne ich schon. Sie hat die letzte Seite gelesen, bevor er die erste überhaupt vorträgt. Und ein Mann, dessen Ende du schon kennst, kann dich nicht mehr überraschen. Das Schlimmste für ihn ist nicht Widerstand. Widerstand kann er drehen, umdeuten, gegen dich verwenden. Das Schlimmste ist eine Frau, die ruhig lächelt, weil sie den Trick von hinten sieht. Dein Griff dafür ist winzig. Gib dem, was gerade passiert, im Kopf einen Namen. Nicht laut, nur innerlich für dich. Das ist eine Schuldumkehr. Das ist ein Test. Das ist ein Köder. Ein Ding, das einen Namen trägt, kann dich nicht mehr im Ganzen schlucken. Ein Muster zu erkennen ist das eine, es schon an der Türschwelle zu stoppen, ist das andere. Und genau das macht die dritte Frau. Sie setzt eine Grenze, bevor er überhaupt richtig loslegen konnte. Und sie tut es fast beiläufig, ganz ohne Kampfansage. Am Anfang testet ein Narzisst immer eine kleine Bitte, die in Wahrheit zu groß ist. Ein Wunsch, der eigentlich eine Forderung im hübschen Kleid ist. Er will nur eins herausfinden. Wo genau steht bei dir der Zaun und wie leicht lässt er sich verschieben? Sie sagt einfach: Nein, das passt für mich nicht. Ohne langen Roman, ohne Entschuldigung, ohne das ewige zittrige Warum hinterher. Und in dieser Sekunde beginnt er innerlich zu rechnen. Aufwand gegen Ertrag. Wie viel Mühe kostet mich diese Frau wirklich? Ein Raubtier reißt nie das schnellste Tier in der Herde. Es nimmt sich das nicht rechtzeitig ausweicht. Eine Frau mit einem klaren, ruhigen Nein ist schlicht zu viel Arbeit für zu wenig Beute. Also zieht er weiter zur nächsten Wiese, übe das Heute an einer lächerlich kleinen Sache. Sag ein einziges Mal Nein, ohne auch nur einen Rechtfertigungssatz hinterherzuschieben. Kein Aber, kein Weil, kein Tut mir leid. Nur das nackte Nein. Und dann spür einmal nach, wie ungewohnt und wie gut das gleichzeitig ist. Grenzen halten ihn von außen fern. Aber es gibt eine Frau, an die er von innen gar nicht erst herankommt, weil sie ihn schlicht nicht braucht. Die vierte Frau ist emotional bei sich selbst zu Hause. Und das trifft ihn an der einen Stelle, die er für unschlagbar hält. Seine stärkste Waffe ist nämlich der Entzug. Er gibt Nähe und dann nimmt er sie wieder weg, damit du ihr atemlos hinterherläufst. Nur läuft sie nicht. Nicht, weil sie kalt oder herzlos wäre, sondern weil ihr Boden ganz woanders liegt. In ihren Freundschaften, in etwas, das sie mit Sinn füllt. In einer ruhigen, fast selbstverständlichen Beziehung zu sich selbst. Wenn er droht zu gehen, hört sie das wie eine Wettervorhersage. Interessant zu wissen, aber sie richtet ihren ganzen Tag nicht danach aus. Seine Drohung ist ein Kredit, den er nie zurückzahlen muss, weil sie ihn nie aufnimmt. Sie verlängert ihm keinen einzigen Tag. Ein Mensch, dem du nichts geben kannst, das er sich nicht längst selbst gibt, ist für einen Narzissten kein Land, das sich erobern lohnt. Er will besitzen, was dir fehlt. Er will die eine Quelle sein, aus der du trinkst. Bei ihr aber fehlt nichts, das nur er auffüllen könnte. Und darunter liegt eine Frage, die bei allen vier Frauen leise mitschwingt. Woher kommt dieser Boden eigentlich? Denn die letzte Frau hat etwas, das die anderen vier überhaupt erst möglich macht. Sie ist der Grund, warum die anderen so stehen können, wie sie stehen. Die fünfte Frau ist der eigentliche Albtraum. Und ausgerechnet sie wirkt von außen oft am unspektakulärsten von allen. Sie ist die Frau, die weiß, wer sie ist. Nicht laut, nicht kämpferisch, nicht ständig am Beweisen. Sie muss es niemandem unter die Nase reiben. Sie ruht einfach in ihrer eigenen Form. Und genau diese stille Selbstverständlichkeit ist es, die ihn in den Wahnsinn treibt. Denn erinnere dich, wonach er von der ersten Sekunde an gesucht hat. Nach einer Frau, die ihre eigene Form noch nicht kennt. Eine, der er einreden kann, wer sie ist, was sie wert ist, wie klein sie ohne ihn angeblich wäre.
Bei dieser Frau aber greift jeder Satz ins Leere. Er sagt ihr, sie sei zu viel. Sie weiß längst, dass sie genau richtig ist. Er sagt, ohne ihn sei sie nichts. Und sie hat, lange bevor er kam, schon verstanden, dass sie alles trägt, was sie braucht. Ein Narzisst sucht keine schwache Frau. Das ist der Satz, den kaum einer laut ausspricht und trotzdem der wichtigste von allen. Er sucht eine Frau, die sich selbst noch nicht kennt. Denn eine Frau, die sich kennt, hat keine offene Stelle, in die er passen würde. Da ist kein Loch, das er stopfen könnte. Keine Frage über sie selbst, auf die ausgerechnet nur er die Antwort hätte. Er steht vor einer Tür, die von innen längst verriegelt ist. Und einen Schlüssel dafür hat er nie besessen, egal was er versucht. Er kann sie schön reden oder schlecht reden, so viel er will. Beides prallt ab, weil sie ihr Urteil über sich nicht bei ihm abgegeben hat. Sie hat es behalten. Das ist der Punkt, an dem ein Narzisst nicht laut wird. Er wird still und dann verschwindet er, so leise wie er gekommen ist. Nicht, weil sie ihn im Streit besiegt hätte, sondern weil es für ihn bei ihr schlicht nichts zu gewinnen gibt. Und wenn du jetzt noch einmal durch diese 5 Frauen gehst, fällt dir vielleicht etwas auf. Es sind gar nicht 5 verschiedene Menschen. Die Frau, die nicht anspringt, die das Muster kennt, die früh eine Grenze zieht, die sich selbst genug ist, die weiß, wer sie ist. Am Ende ist das eine einzige Frau, nur von 5 Seiten beschrieben. 5 Türen, die alle in denselben ruhigen Raum führen. Und diese Frau hat eines aufgegeben, lange bevor er überhaupt auftauchte. Den Lärm, das ständige Rauschen im Kopf und im Umfeld. Sie braucht das Drama nicht mehr. Nicht das Hin und Her, nicht das ewige Beweisen, nicht die Achterbahn. Sie will vor allem eine einzige Sache: ihre Ruhe. Und dieser Zug ist viel mehr als bloße Müdigkeit vom Chaos. Dieses leise „Ich will einfach nur meinen Frieden" trägt eine ganze Geschichte in sich. Was wirklich in einem Menschen vorgeht, der irgendwann nur noch seine Ruhe will, das schauen wir uns im verlinkten Video an. Es zeigt dir, warum sich dieser Rückzug von außen wie Schwäche anfühlt und in Wahrheit das genaue Gegenteil ist. Oft das erste Zeichen, dass jemand endlich bei sich selbst angekommen ist. Der Narzisst hat diese Ruhe in 3 Sekunden gesehen und ist gegangen. Im verlinkten Video siehst du, warum genau dieselbe Ruhe das Beste ist, was dir passieren konnte.